Ja, hey Schnitzli und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Tangle Tower, wo wir gerade Freyas Zimmer betreten haben, das Zimmer der Ermordeten. Und ja, das Gemälde, was sie eventuell ermordet hat, ist auf jeden Fall nicht ihr erstes, ne? Gucken wir uns hier mal um. That painting is really something. Why would she want it looming over your bed like that? Maybe Freya enjoyed the atmosphere it creates. The atmosphere of chaos and oppression? Hang on. There's a smaller version down by the floor. It's a photograph. Oh. Das ist ein Foto. Foto eines Gemäldes. Ein Foto von Freyas abstraktem Gemälde. Ein Stück Klebeband hängt daran. An den Rändern wurden mit schwarzer Tinte Linien gezeichnet. Okay, es sieht ein bisschen aus... Guck mal, das hier sieht ein bisschen aus wie so ein Geier, der über einem großen Berg thront. Aber vielleicht sollte es auch was werden. Auf jeden Fall auch schwarz und rot, ne? Die Farben kommen ja immer wieder vor. Kann aber nicht das Gemälde sein, was sie gemalt hat, denn da war ja hauptsächlich schwarz. So, hier liegt ein Pinsel. Ist der Painting wichtig? supplies. Malsachen. Okay, hier. It's a fish, I think. Ach, jetzt tu mal nicht so. Eindeutig ist das ein Fisch. I think it looks more like a whale. Fine, it's a whale. Could also be a shark. Okay, ups, ich habe zu früh gesprochen. So, was ist das hier für eine kleine Box? Die It's sieht a little wooden interessant box aus. for paintbrushes. To the casual observer, maybe. Nee, ich schaue es mir genauer an, auf jeden Fall. Oh, They're es ist ein not real Rätsel. paintbrushes. Looks like they're part of some kind of lock mechanism. Tausche die Pinsel, bis sie die richtige Reihenfolge haben. Sortiere das Papier, um einen Hinweis zu erhalten. Okay, ich kann das Papier nehmen? Kann ich es drehen? Nee. Aber die Fragezeichen sind ja auch alle richtig rum. Guck mal, das hier sieht schon mal aus, als würde es zusammengehören. Tja, Moment, vielleicht... Nee. Das sehen alles aus wie Randstücke. Das verwirrt mich ein bisschen. Das hier? Nee. Ah, aber das kann doch hier hin. Okay, doch. Wir kriegen das hin. Kein Problem. So, hier die Schräge. Vielleicht an die Schräge. Ja, das sieht gut aus. Dann hier so. Dann so. Doch. Das kommt hin. Die rasten nicht ein, ne? Hier muss man wissen, wie es gehört. So, dann das hier hin. Und das nach hier unten. So. Also, der kleinste ist auf der Seite und der größte auf der Seite, würde ich sagen, bedeutet das. Das heißt, einer von den beiden muss auf der 1 sein. Kann ich die eigentlich einfach tauschen? Ja, ich kann die einfach tauschen. Okay. Und einer von den beiden, also von den beiden größten, muss hier auf der Seite sein. So, dann wissen wir, grün ist an 2. Stelle und blau an 4. Das heißt, an 4. Stelle kann nur das hier sein. Oder das hier. Und grün da. Okay, dann wissen wir, so ein geschweifter ist... Also so ein... Ja, ich weiß nicht, wie ich das nennen soll. So ein fächerförmiger ist an 3. Stelle. Und hier ist so einer. Und hier ist pink und hier ist orange. Moment. Pink haben wir doch gar nicht. Ach, das ist der Stiel. Okay, pinker Stiel und orangener Stiel. Okay, aber dann können wir schon mal, wenn hier ganz an der ersten Position soll der kleinste sein und ein orangener. Das heißt, es kann nur der hier sein. Das heißt, der ist auf jeden Fall hier fest. So, hier haben wir pink und gefächert. Das könnten allerdings sowohl der hier als auch der hier sein. Da wissen wir also noch nicht so genau. Aber guck mal, wenn der hier fest ist, dann muss das hier der sein, ne? Weil sonst haben wir ja keinen schräg abfallenden mehr, sozusagen. Das heißt, der muss auf jeden Fall hier sein, was bedeutet, dass der hier hinten sein muss. Weil hier muss ja einer der ganz Großen sein. Ne? So. Das haben wir also fest. Sehen den und den. Dann muss blau an 4. Stelle sein. Ja, das heißt, da bleibt dann nur noch der hier. So, grün an der oder der, das ist... Ah, Moment, aber gefächert muss hier sein. Das heißt, so müsste es richtig sein. Jetzt haben wir den kleinsten hier, den größten da. Hier ist grün, hier ist blau. Hier ist ein gefächerter, hier ist ein abfallender.
Und hier ist ein orangener Stiel und hier ist ein pinker Stiel. Alle Hinweise erfüllt, würde ich sagen. Schauen wir I mal. did it. What do I win? Not bad. Den Dialog hatten wir aber schon. So, und was wird da drin sein? What was in the box? Just a photograph. Ein Foto. Well, most of a photograph. Oh, zerrissenes Foto. Ein Foto von 2 Mädchen. Eins hat rote Haare, das andere hat grüne... Grüne? Das andere hat blonde Haare, würde ich sagen. Aber na gut, das andere hat grüne Haare. Es fehlt ein großer Teil vom Foto. Scheinbar wurde es zerrissen. Okay, vielleicht gab es da Streit oder dergleichen. So, was haben wir hier noch? Hier sind noch mehr Skizzen an der Wand. Drawings, taped up on the wall. What's that one on the left? Looks like 2 people standing together in a garden. One of them's holding a red rose. Die Zeichnung eines Mannes, der mit einer Frau zusammen im Garten steht. Er hält eine rote Rose. Eine Zeichnung, die eine junge Frau darstellt. Eine Zeichnung, die eine Person im Umhang darstellt. Ah, hier, Fifi. Das ist, glaube ich, ein Mitglied der Familie. Die habe ich schon mal gesehen. Und die hier sieht auch aus wie eine aus der Familie. Vielleicht ist das die Liebschaft? Wer weiß. Okay, was haben wir noch? Ist hier im Schreibtisch, im Nachttisch vielleicht irgendwas? That's weird. What did you find in the drawers? Nothing. They're completely empty. Das ist wirklich seltsam. Und hier das Terrarium? It's a little glass box. I think it's a vivarium. Oh, ein Vivarium. Ich weiß nicht, was das ist, ehrlich gesagt. Wer es weiß, schreibt es gerne in die Kommentare. Come again? See the leaves and twigs in there? Might have been for keeping insects. Ah, okay, verstehe. So, ist im Bett vielleicht noch It's Freya's irgendwas? bed. A little bit messy. It's a perfectly healthy amount of messy. Okay, da ist also nichts weiter. Hier der Teddy vielleicht noch. Freya's bear. Looks pretty depressed. He's had a rough couple of days. Okay, ja, das kann ich mir vorstellen. Gut, aber dann haben wir, glaube ich, in diesem Zimmer hier alles untersucht. Wir haben ja einiges gefunden. So, dann schauen wir noch mal einfach weiter hier im Turm, wer denn hier unten drin ist. Ah, die Bibliothek. Ah ja, genau, die hier meinte ich. Die war doch auf einem der Gemälde. Und guck mal, hier gibt's... Also das hier ist bestimmt Geografie, Insektenkunde, Berge und Türme. Und das Regal ist umgekippt, ne? So, wir gucken mal, was hier das beleuchtete Buch ist als erstes. It's an illustrated book about birds. It's been left open. Looks like somebody was halfway through reading it. Or it was left open for us to find. Ever so slightly unnerving. Wer weiß. Worum geht's denn? Vogelbuch. Der Tintenklecks ist ein erstaunlich cleverer Vogel mit beachtlicher Lebensdauer, selbst für einen Mystidenvogel. Andere Vögel sind ihm gegenüber oft feindlich gesinnt und der Tintenklecks verbringt den Großteil seines Lebens alleine. Er ist sehr wählerisch und frisst gewöhnlich nur die Samen der Tantum amica, abgebildet. Okay, vielleicht begegnen wir so einem Vogel später noch. So, was haben wir hier noch? Books about ancient history, I think. These books are ancient history. I think they'd crumble into dust if I tried to pick them up. Good excuse. Thanks. Okay, alles klar. Ancient History, also antike Geschichte ist es also. Was ist das hier? Books about geography. Oh, das ist Geografie. Ach, dann könnte das hier hinten auch Sterne oder Astronomie oder so sein. Skip. Okay, das interessiert die überhaupt nicht. Books about insects. Well, theoretically. There's not a single book on that shelf. Oh, Huh. stimmt. Sehe ich auch gerade. Tja, na dann sammelt wohl noch jemand. Books about space. They're relatively untouched. Okay, was haben wir hier noch? Das hier Is sieht that noch interessant a aus. snow globe? Of sorts. Genau anschauen, auf jeden Fall. Oh, das ist der Tangle Tower. Hey, look at that. It's a model of Tangle Tower. There's the lake and those weird mountains. What are you thinking? That would make an amazing souvenir. Kann ich schütteln? Okay, anscheinend nicht. Hey, look at what are you thinking? Okay, would make- Entschuldigung, das haben wir alles. Ein großartiges Souvenir. Vielleicht kann man das ja kaufen. So, was haben wir hier noch? Oh, ich habe tatsächlich auch einen Erfolg dafür gekriegt. Ein Souvenir heißt der. What's in those bottles? I'm not sure. Soil samples? Okay, wer weiß, wissen die denn, was hier auf der Tafel steht? A chalkboard. Is this a library or a classroom? Wir gucken es uns auf jeden Fall genau an. Alles, was geht. Oh, das sieht aus wie ein Hinweis. Okay, irgendwas ist A, das ist ein Fragezeichen.
B 193 ist verbunden mit G und D. Vielleicht addiert man die? Nee, 196 und 193 sind nicht 206. Und das geht zu H. Okay, das sieht aus wie ein Hinweis, aber wir haben ja das Rätsel noch I'm not nicht. sure I learned anything from that. Ja, mal gucken. Wird später bestimmt noch wichtig. So, und was ist mit der charmanten Dame hier? I would expect bacteria of that nature to thrive in these conditions. Excuse me. Taking all the environmental factors into account, there must be something I am still missing. May I talk to you, miss? She knows we're here. She just doesn't care. I am a detective, and I need to talk. Correction. You do not need to talk to me. Oh no? How come? Because I am not a suspect. I am completely innocent of any and all crimes. Thanks for letting me know. Speaking of which, you have now been at Tangle Tower for over 23 minutes. Surely you have already reached a sturdy hypothesis. A hypothesis? About the murder? Yeah, come on, Grimoire, hurry up. My apologies. Unfortunately, protocol dictates I must at least meet all the suspects. And that includes you. So, could you tell me your name? Fifi Fellow, microbiologist, inventor, innovator. Okay, alles klar. Und eindeutig unschuldig. Ehrlich gesagt glaube ich ihr das sogar. Sie hat das so selbstsicher gesagt. So, und sie hat eine interessante Brille auf. So, was kann sie uns denn über sich selbst erzählen? You will need to be more specific. One's self cannot be summarized in a single response without doing one a great disservice. So true. Well, first of all, you're a fellow. So does that make you the daughter of... Correct. My father and mother are named Flora and Felix, but you need not question either of them. It will only waste valuable time. Neither of them are capable of murder. Thanks for the tip. Fifi, you said you were a micro... something or other? Microbiologist, but it is an insignificant label. My studies cannot be categorized in any one recognized field. What made you want to become a scientist in the first place? I harbor an intrinsic fascination with the microscopic. I constructed my first one at age 10. Constructed a microscope? Correct. And what's that thing on your head? Did you make that too? My eyesight began to deteriorate when I turned 12. Not satisfied with the eyeglasses prescribed to me, I designed this custom lens instead. It automatically adjusts based on the surrounding light conditions. Does it glow red when you get angry? No, but that would be most amusing. Okay, verdammt. Das ist also noch viel zu verbessern an ihrer wunderschönen Brille. Na dann, was kann sie uns denn über den Vortag erzählen? Sie hat bestimmt gut aufgepasst, ne? Sie scheint sehr viel mitzukriegen. What can you tell me about the murder? What can you tell Entschuldigung? me about... Wait, that's what I'm supposed to ask you. Ja, genau. Yes, however, you were too slow. You fancy yourself a detective too, Fifi? I just need to know what happened. Me too. So talk. Fine. I knew ahead of time that Freya was going to be busy with her painting all day, so I had planned to spend the afternoon with Poppy. I was in the library all morning preparing the equipment for an experiment, only to find out that Poppy had made other plans and she was in fact planning to ignore me completely. Oh. So what did you do instead? I locked myself in my room and cried. Oh, I'm sorry to hear that. Why? I don't know, it just sounds kind of sad. It is not unusual. Oh. Good. Okay, alles klar. Dann, scheint sie doch nicht so kalt zu sein, wie sie auf den ersten Blick scheint. Dann hören wir doch mal, wo genau die Männchen bei ihr I was in my langlaufen. room. The lights were off and the door was locked. Someone began banging on the door. I ignored it until the someone began shouting at me. I opened the door. Poppy came into my room. Her makeup was leaking. She told me Freya was dead. I did not believe it. I thought she was playing a trick on me, so I punched her in the face. She insisted that we go up to Flora's tower. We left the room, and Poppy's father was waiting outside. He followed us upstairs. When I saw Freya lying on the floor, I was completely and utterly devastated. Then, I took a sample of the red paint on the unfinished painting. Poppy and I took the sample back downstairs to the library. We performed a test and found out that it was, in fact, blood. You performed that scientific test immediately, even though you were feeling so upset?
Of course. Why would one affect the other? Okay, alles klar. Das passt auf jeden Fall. Nee, Moment, das passt nicht so ganz. Der andere, also der Mann, den wir oben interviewt haben, hatte gesagt, er kam rein und sie stand da drin und Poppy war das, glaube ich, stand da drin und noch jemand. Das passt also alles. Und dann haben sich alle entschuldigt. Aber sie hat nicht erwähnt, dass er noch reinkam. Was er aber in seiner Aussage gemacht hat. Ich hoffe, ihr könnt mir folgen. Das ist alles ein bisschen verwirrend. Und sie war also diejenige, die rausgefunden hat, dass das Blut am Gemälde war. Fifi's bedroom should be unlocked now. Ah, weil wir mit ihr geredet haben. Gehen wir schon oder später? Nö, dann lass uns doch direkt dahin. Warum nicht? Auf geht's. Fifis Zimmer. Ja, doch, ungefähr so habe ich mir das vorgestellt. So, sie hat auch einen Teddy. A new suspect. Don't think you can get out being questioned just because you're a bear. I'm innocent, I promise. Save it for the judge. Okay, es ist super cute, dass sie beide mitspielen. So, was ist hier? Das sieht interessant aus. Fifi's got something pinned up here. What is all this? Okay, ich bin verwirrt. Hey, Moment, sind wir das? Ja, das ist Sally und das ist Grimoire. Sally und Grimoire gehören zusammen. Dann, ich habe vergessen, wie er hieß, aber der, den wir befragt haben, ist zusammen mit ihr. Das ist, glaube ich, offizielle Information. Und den Rest weiß... Oh, aber schaut mal, der Mann hier ist mit 2 zusammen. Der hat 2 Geliebte, maybe, vielleicht. Okay, das... Did you notice who isn't on here? Oh, nee, das habe ich nicht bemerkt. Also Freya. Freya? Mm-hmm. And Fifi herself. Vielleicht sind die einfach Single. Oder vielleicht hat es gar nichts mit Beziehung zu tun und nur ich habe das interpretiert. Wer weiß. Obwohl, es gab ja auch eine Person, die tatsächlich 2 Frauen hatten im Stammbaum. Also wo das alle wissen, sozusagen. Vielleicht ist das der. Ah, ich müsste dafür irgendwie erstmal wissen, wer ist und wie die aussehen und mir die ganzen Namen merken. Das wird richtig schwer, Leute. So, ist hier Müll vielleicht was? Stuff Fifi's thrown away. You gonna rummage through the trash can? Auf jeden Fall. No, that is quite beneath me. Thank Och, you. nö. I give it 5 minutes before you're in there. Na, komm. Stuff Fifi's thrown Ah, away. nee, okay, das ist nur dasselbe. Na gut, was ist das hier? It looks like a microscope. A big one. Can I touch it? Ja, auf jeden Fall. Da grabbeln wir dann rum. Oh. I'm not sure this is a microscope. Schiebe die 4 Vergrößerungslinsen horizontal in die richtige Position. Okay, wir müssen das wahrscheinlich so machen, dass der Schlüssel am Ende alles die richtige Dimension hat. Okay, das muss größer. Das haben wir schon mal sehr gut gemacht. Dann, da steht auch dran, wie viel die vergrößern. Okay, haben wir denn ein sehr kleines Teil? Moment, hier ist eine Minus. Das hier muss bestimmt kleiner, das hier ganz am Ende. Und das macht ein bisschen größer. Nee, dann wäre das zu groß. Dann wäre das zu groß. Nee, dann muss... das macht zu klein. Ich bin mir unsicher. Ich glaube, so müsste die hier... Und die hier, die es sehr groß macht, vielleicht... Nee, das ist zu fett. Aber so. So. Vielleicht. Und dann... So. Irgendwie so richtig wird das noch nicht. Entschuldigt mich mal kurz. So, ihr Lieben. So, vielleicht. Vielleicht das hier noch ein bisschen... Ich weiß nicht, ob das okay ist, dass man hier die andere Linse drin sieht. Aber ansonsten ist es ein Schlüssel, würde ich sagen. Ich probiere mal. That's the one. Yes, sehr gut. Hey, not bad. Und? Yeah, it's built on top of a little metal box. Ich weiß nicht genau, was sie gesagt hat. Da müsst ihr kurz Pause drücken und das lesen. Aus Versehen zu weit geklickt. Aber wahrscheinlich hat es so geklungen, als wäre was aufgegangen. There's a book in here. Ein Buch.
Ist es etwa ein Tagebuch? Oh ja, geheimes Tagebuch. Ein ausgiebig genutztes Buch, das einem Tagebuch ähnelt. Es ist mit einem merkwürdigen metallenen Gerät verschlossen. Kann ich versuchen, es zu öffnen? Oder muss ich das vielleicht irgendwo reinlegen oder so? Wer weiß. Was ist eigentlich mit diesen gelben Kannen I don't hier? know what that drink is, but I bet it's 99% sugar. I'd read you the ingredients, but there's nothing written on the can. That's even worse. Oh, oh. Was ist hier? Das What's große that big Buch? book on the desk? Looks like something Fifi's been writing. Is it a clue? I hope not. It's just a bunch of notes about her microbiology experiments. Ah, okay, also unwichtig. Und das hier? What's that big book on the Ah, das desk? ist dasselbe. It's just a bunch of notes about her Okay. Dann haben wir hier, glaube ich, jetzt alles angeguckt, würde ich sagen. Dann schauen wir doch mal weiter. So, hier ist eine Lupe dran. Ist das wichtig? Vielleicht nicht. Wir können auch immer noch in den Garten, aber erstmal schauen wir uns den anderen Turm an. So, wir fangen wieder oben an und dann gucken wir mal. Oh, hier klingt's nach... Ah, der Astronomieturm. Das klingt wie Vögel, wollte ich sagen. Hier ist ein Modell des Sonnensystems. You know, I've always wanted one of those. A mechanical solar system? What would you do with it? Es hinstellen und es würde schön aussehen. I would look at it. Ja, das machen wir jetzt auch. Oh, Wait a minute. Earth in the middle, sun on the outside. How old is this thing? ja, das ist in der Tat nicht sehr aktuell. Und guckt mal, wir könnten vielleicht aus den Schatten was formen. Eventuell. Die hier können wir auch bewegen. Drehe die 5 Planeten, die Sonne und den Mond um die Mitte. Müssen wir machen, dass alles im Schatten liegt? Oder müssen wir die Schatten vielleicht wie diese Linien machen? Oder... Ich bin irgendwie unsicher. Hier ist die Erde. Könnten wir es denn schaffen, alles zu beschatten? Vielleicht. Aber vielleicht könnten wir es auch schaffen, dass die Schatten... Moment. Wenn wir das Licht mal hier hin machen. Nee, wobei. So. So und so vielleicht. Könnten wir es dann schaffen? Ja, guck mal, dass das in diese Linien geht. Das kommt hier hin. Das, weiß ich nicht genau. 4 vielleicht? Also ganz scheint es nicht zu stimmen, aber es stimmt fast. Seht ihr das? Vielleicht können wir den noch ein Stück mehr so. Ah nee, das rastet zu schnell ein. Moment, das hier ist, glaube ich, falsch. Das tue ich mal nach hier oben. Das hier ist perfekt in der Lücke. Das lassen wir hier. Das kommt nicht in die Lücke. Das käme in die Lücke. So, dann ist die Frage... Ach, vielleicht müssen wir es so machen. Ja, so. Und jetzt? Ah, jetzt lösen. No, that was it. Yes! Nice work. Super gemacht. Okay. Und? Was ist drin? Did you hear that? Something unlocked. There's a little hatch underneath? What's in there? A bunch of paper. Looks like somebody's research. Oh, über Käfer. Goldener Käfer. Verschiedene Forschungsnotizen und Diagramme. 4. Der goldene Käfer, den Namen trägt er, da sein Panzer aus einem Mineral besteht, das zu 90% mit Gold übereinstimmt, hat eine Lebensdauer von mehreren Jahren. Er vertreibt Angreifer mit einem lauten Zischton, der 95 Dezibel überschreiten kann, und ist gänzlich unverdaulich. In der Mystik hat er sich einen etwas unberechtigten Ruf als Unglücksbringer für alle, die ihn erblicken. Hat er diesen Ruf. Ob wir das mal in der Käferbibliothek nachschlagen müssen? Oder ob wir den Rest der Notizen finden müssen? So, was ist denn hier vorne auf dem Schreibtisch? It's tidier than my desk. Oh, the notebook is untouched. It's completely blank. So, even the most well-used notebooks start off blank. Aber vielleicht könnten wir was durchrubbeln. Was ist denn hier auf dem Foto? A picture frame. With no picture. Oh, nichts. Okay.
Das ist in der Tat ungewöhnlich. Na gut, dann reden wir doch mal mit dem jungen Mann hier. Shh, listen. Do you hear them? The Vögel. stars. Ah nein, die Sterne. They're whispering. Natürlich. So quiet and yet so loud. What are they whispering about? Are they spreading rumors about us? I shouldn't think they concern themselves with such insignificance. We are but specks of dust, you and I. Mm-hmm. Could this speck of dust start by telling me his name? You find yourself standing in the astronomy tower of one Professor Percival Pointer. Seems like this tower belongs to the Pointers, and the other one belongs to the Fellows. Well observed, my dear. Tangle Tower is something of a duality as it happens. Meaningless boundaries, really. They exist only in our minds. Helpful. Okay, alles klar. Das ist also Professor Pointer. Den haben wir ja schon viel gehört. Vor allem darüber, was er am Tag gemacht hat. Das wird sehr interessant, ob das mit dem übereinstimmt, was die anderen sagen. Was ist denn mit ihm selbst? Me? Not much to say. Strictly speaking, I'm the current head of the Pointer family. And of course, father to my precious Poppy. And a professional astronomer? Oh no, that's just a little hobby. I mean, yes, I've studied the stars for over 35 years, published 17 books. Just a little hobby. Sounds like you're quite well known. You must bring in a good amount of money. Oh dear me, no. My field of research has never yielded any kind of stable financial return, nor would I expect it to. I am nothing but a humble interpreter for the cosmos, working to translate its message so that I may share it with the world. Cool. Tell the Cosmos I say hi. Jetzt ist natürlich die Frage, also erstens, wenn er tatsächlich kein Geld einbringt, könnte das ja zu Problemen führen in der Familie, ne? Oder zu Unzufriedenheiten und Streit. Andererseits könnte er vielleicht doch frustrierter sein, als man denkt, darüber, dass niemand seine Bücher liest oder sowas. Da könnte sich noch irgendwas verbergen. So, was ist denn mit dem The Vortag? day began as any other, with blissful, unremarkable routine. I took my usual morning walk around the gardens. Fresh air does wonders for the mind. Did you see anyone else? Penelope and Fitz were in the greenhouse together. I didn't bother them, of course. I sat for a while besides the pond in the garden. It's a favorite spot of mine. Eventually, I returned to my tower and buried myself in my studies for the afternoon. Did you use your telescope yesterday? Once the stars began to appear, naturally. For how long? I can't say. I've been known to lose hours at my telescope. Did you see anything? No actual discoveries, if that's what you mean. So you were all alone up in the astronomy tower. Must have been a while before you found out what had happened to Freya. Quite. Normally, I would be the last to find out about such a thing. But a curious tug of fate led me towards the fellow tower later that evening. Okay, dann bin ich ja gespannt, was er da gemacht hat. Er war ja laut den anderen einer der Ersten da. Gucken wir I mal. was at my telescope for the majority of the evening, but at one point I returned to my desk to look something up in a reference book. I couldn't find the book I wanted, so I figured Fiona must have borrowed it. I left my tower and headed down towards the Grand Hall. I spotted Detective Hawkshaw coming out of the library. She looked impatient and slightly frustrated. Same as ever then? Quite. I passed her by and went upstairs to Fiona's room. The door was locked, but I could hear shouting coming from inside. I recognized Fiona's voice as well as the voice of my own daughter. I had no desire to invade their privacy by eavesdropping, so I waited for them to finish and come out into the hall. Before I could ask about the book, Poppy grabbed my hand and took me upstairs along with Fiona. It was apparent that both of them had already been crying about something. We went up to Flora's tower. Freya was laying on her back, right in the middle of the room. Flora and Fitz were already there. They both looked stoic as ever. Felix and Penny arrived shortly after we did, and then Fiona went downstairs with Poppy for some reason. I quickly decided that I should leave also. I took Penelope with me, and we both went back to our rooms in Pointer Tower. Why did you leave so quickly? Wasn't there anything you could have done to help? Don't take this the wrong way, but the whole ordeal is fellow family business.
I'm quite sure they don't need me getting in the way at a time like that. Okay, soweit scheint alles stimmig. Fragt sich, warum er dachte, dass sie das Buch hätte, aber sonst erstmal alles okay mit der Aussage. Dann schauen wir mal weiter. So, was haben wir denn hier in dem riesigen Raum? Das Vogelhaus. Ah, okay. Ich verstehe. Oh, die Vögel sind so niedlich. Und guck mal, hier ist ein sehr gruseliger Schmetterling. Check out that butterfly. Looks evil. Wow, judgmental. Oh nein, ich finde auch, er sieht böse aus. Aber die Vögel sind mega niedlich. They're bird cages. But the birds are coming and going freely. Is that a metaphor? Oh, it totally is. Ah, okay, dann wissen wir ja Bescheid. Hier im Notizbuch. My little writing desk. It's kind of cute. There's nothing written in the book, although someone's torn a page out of the middle. Aha, vielleicht müssen wir hier so durchschraffieren, was da stand. Können wir aber erstmal noch nicht. Schade. Was ist hier? Bird diagrams. Hand-painted. They're beautiful. Someone really knows their stuff. Ja, das dürfte ja die Dame sein. Reden wir doch mal mit ihr. Oh, just beautiful. What is it? Huh? Sort of a delicate jade, but with a little seafoam green, is that right? Sorry? Meint sie die Haare? Your hair, dear! Which shade do you use? It's lovely! And that shape, you're really pushing the envelope. Oh, thanks. I do what I can to offset Grimoire's beige on brown ensemble. Detectives don't need to be brightly colored. We prefer to blend into the background. Oh, you're the detective? Delightful. Penny Pointer, pleasure. Is that short for Penelope? Officially, yes, but I never can be bothered with all 4 syllables of it. Penelope sounds a little ostentatious coming out of the mouth, don't you think? Sure. Yeah. Okay, alles klar. Ich liebe ihr Voice Acting auf jeden Fall. Ich hoffe, sie war es nicht. Sie mag ich irgendwie. Was kann sie mir denn über sich selbst erzählen? 20-something, Aquarius, love to travel, and nearly all of my friends are birds. Travel? Where to? Anywhere at all, as long as it has species worth studying. Ornithology, they call it. I call it the only thing I've ever been good at. And have you studied the birds here at Tangle Tower? But of course! Where else do you think I developed my love of the field? No matter where I go, I always find myself coming home to Tangle Tower. Because of the birds. Oh, no, because of him! Ihr Mann? Silly to admit, but I suppose I can't bear for us to be apart. Who are you talking about? Oh, don't you know? My fiancé, dear Fitz. He's not really the traveling type, you see. Fitz fellow. The very one. You're engaged to a member of the Fellow family? That's interesting. I'm not especially interested in whatever tedious feuding goes on between our 2 families. Fitz and I find it much easier to stay out of it altogether. Okay, sie ist also Fitz, Fellow und Poppy. Die könnten ja in der Tat die beiden Liebenden sein, die sich da auf dem Stamm verewigt haben. Und sie sind verlobt. Noch nicht verheiratet. Okay. Was kann sie uns denn über den Tag davor erzählen? Jetzt wäre ich natürlich gespannt, ob zwischen ihr und ihm so eine Linie war auf dem Diagramm, was wir in dem... Ach verdammt, ich kann mir die Namen nicht merken. In dem Zimmer halt gefunden haben von der Wissenschaftlerin. So, und über den Vortag. Was gibt's denn da zu berichten? I awoke early and headed down into the greenhouse to see Fitz. He's always there. Crack of dawn, every morning like clockwork. How come? It's where he's happiest. That and he has a great deal of work to do every day. Watering, pruning, mulching, whatever that is. Do you help him with the work in the greenhouse? Oh, no. I wouldn't dream of it. I'd probably break something. So, you stayed with Fitz the whole day? No. In the early afternoon, he went back inside. Rather suddenly, as it happens. Did he say why? He didn't. Probably just a touch of heat stroke, the poor dear. He's more delicate than you'd think. What did you do after that? Let's see. I returned to the aviary to feed my birds.
And how many birds are you responsible for? Officially 4, but in truth it's more like 400. Can they not feed themselves? Of course, and they often do. But I think they just like the company. As do I. Okay, sie ist auf jeden Fall cute. Dann ist natürlich die Frage, wie hat sie denn erfahren von dem schrecklichen Unglück? Sometime in the evening, I left the aviary and headed back towards my room. But in the hall, I spotted Uncle Pointer heading down the stairs. He was muttering something. Seemed a bit upset, the poor dear. I followed him down, but the grand hall was empty by the time I got there. Empty aside from Detective Hawkshaw, who was loitering over by the library. I don't know what it was, but she looked a little lost. I inquired about the professor, and she told me he'd gone up the fellow tower. I ran up the stairs, hoping to catch up with him, but Felix appeared and blocked my path. For some reason, he was coming out of Fitz's bedroom. He looked rather lost, too. I told him I was looking for Uncle. He suggested we look up in Flora's tower room. We could see from the hallway. The door was off its hinges. I knew then something was terribly wrong. A moment later, we were gazing down on the body of poor Freya. Uncle Pointer was there. Fitz, too, standing over in the corner with Fifi and Poppy. What about Flora? Of course, silent as ever. Uncle suggested we should leave. Give the others some space, you know. So he and I both returned to our rooms in Pointer Tower. Okay, ja. Das ergibt soweit alles Sinn. Ist alles schlüssig. Die Frage ist, wer ist dieser Detective, von dem die alle reden? Ich dachte, wir sind der Detective. Und was machte der in der Bibliothek? Verwirrend. Aber na gut, ich glaube, wir haben erstmal alles... Ah, okay, wir können jetzt in Pennys Zimmer. Right now? Ja, lass uns hingehen. Warum nicht? So, mal gucken. Weitere Vögel. Oh, und schaut mal, diese kleine Blume, wo sie selbst dran hängt. Das ist süß. Aber ich würde sagen, das gucken wir uns an in der nächsten Folge von Tangle Tower. Ich hoffe, es hat euch soweit gefallen. Lasst gerne ein Like da und damit bis dann.